Der Antiquitätenladen von Funhole, er ist fertig gebaut, ihr wart ja live mit dabei und heute schauen wir uns den mal im Detail an und da ist schon noch ganz schön viel Luft nach oben. Aber wir fangen natürlich mal mit den positiven Sachen an. Zunächst die Packung, die ist sehr klein im Vergleich zu anderen Modular Buildings, wenn man die vergleicht. Und es ist natürlich so eine schicke von Funhole, die man hier aufklappen und auch wieder zuklappen und wieder wirklich schön verschließen und einfach weiterverwenden kann und nicht zwangsweise wegschmeißen muss. Wobei ich ja schon von Leuten gehört habe, die Dinger aufbewahren. Es kommen außerdem 2 gedruckte Anleitungen mit, da ist dann auch direkt ein QR-Code drauf, mit dem man sich ein PDF von der Anleitung holen kann. Das ist sehr schön, da haben andere Hersteller definitiv noch Nachholbedarf. Wie immer bei Funhole ist das Gebäude vom Gesamteindruck her großartig, die Farben sind stimmig, man zieht so ein bisschen einen renovierungsbedürftigen Look durch alle Etagen durch, das ist wirklich super gut gelungen. Und dann hat man kreative Bauideen drin, die mir sehr gut gefallen haben, wie etwa die Zierblende im ersten Obergeschoss, die quasi um 90 war das, ne? 90 Grad gedreht ist und dann über Clips befestigt ist. Das ist sehr, sehr schön gemacht, meiner Meinung nach. Und auch die diagonale Ecke vorne, die ist grandios gelöst. Da ist alles stabil, das ist clever gebaut und optisch macht das einen super Eindruck. Es gibt keinerlei Aufkleber, wobei das nicht die ganze Wahrheit ist. Es gibt ein paar Aufkleber, nämlich diese Klebepads, die man braucht, um die elektronische Verbindung von Stockwerk zu Stockwerk herzustellen. Aber alles andere sind Prints. Alle Schilder, alle Bilder, halt alles. Ne? Alles. Auch hier das Bild hier in diesem Transportwagen zum Beispiel ist ein Print. Die Bilder im Haus sind Prints. Die Deko-Elemente auf dem Klavier sind Prints. Es ist einfach kein einziger Aufkleber anzubringen. Das ist wirklich, wirklich schön. Das Haus hat viele liebenswerte Details, innen wie außen. Innen ist zum Beispiel das Klavier ein absolutes Highlight. Außen ist sicherlich diese große Uhr mit diesem Sanduhrcharakter wirklich sehenswert. Und dann hat Funhole sich hier bei der Beleuchtung quasi mal wieder selbst übertroffen. Das ist ja eines der Alleinstellungsmerkmale dieses Herstellers, dass die Gebäude direkt mit Beleuchtung kommen. Und allein dieses Buntglasfenster vorne, das ist einfach genial. Auch vom Zusammenbau her, wie das da alles dann passt, auch mit dieser großen Platte, auf der die LEDs drauf sind, die das Fenster dann von hinten beleuchten. Das ist wirklich grandios gemacht. Und grandios ist tatsächlich auch das Kabelmanagement in diesem Haus. Funhole hat sich hier, das muss man fairerweise anmerken, Spezialsteine gemacht, die das Ganze natürlich sehr erleichtern, weil sie die Kabelführung innerhalb der Steine ermöglichen und auch Abzweigungen in diesen Steinen möglich sind. Aber diese Steine sind wirklich gut, die sind auch wirklich wichtig und das ist das, was früher nicht so ganz funktioniert hat. Die haben mittlerweile auch eine gute Klemmkraft, ähnlich gut wie der Rest der Steine oder gleich gut wie der Rest der Steine, müsste man eher sagen. Denn die Steine sind wirklich top-notch. Das sind Go-Bricks, die haben eine super gute Klemmkraft. Es gibt keinerlei Kratzer auf den Teilen, auch nicht auf den transparenten Teilen. Das ist wirklich Steine auf sehr hohem Niveau. Das macht wirklich, wirklich Spaß, mit diesen zu bauen. Und dann ist natürlich auch der Preis absolut hervorzuheben. Das Set hat ein UVP von 200 Euro. Man bekommt es aber in der Regel immer mal eine ganze Ecke günstiger. Funhole hat aktuell schon wieder 15% irgendwie. Bei Amazon kostet es 166. Zur Einführung hatten sie noch ein bisschen mehr Rabatt. Ich habe meins tatsächlich für 133 Euro gekauft. Ein komplettes Modular Building mit Licht. Das muss man sich mal vorstellen, weil ich habe hier auch noch den Light Kit liegen von Light My Bricks für das Naturkundliche Museum von Lego. Da kostet allein der Light Kit 130 Euro. Und dann kommen wir zu den nicht so schönen Dingen. Das ist viel Kleinkram, also nicht falsch verstehen. Das ist wirklich ein Top-Gebäude. Aber es sind halt so ein paar Sachen dabei, wo man sich fragt, warum? Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Hoffnung. Funhole hat sich in den letzten Wochen und Monaten massivst verbessert. Man hört wirklich zu und setzt um.
Also zum Beispiel die Geschichte mit Aufklebern. Die ersten Gebäude hatten alle noch Aufkleber bis zum Umfallen. Das ist alles Geschichte, mittlerweile alles fertig bedruckt. Da hat man einfach zugehört und umgesetzt und macht das wirklich, wirklich großartig. Und ich glaube, dass sie auch bei den Modular Buildings zuhören werden und die nächsten Gebäude viele dieser kleinen Fehlerchen einfach nicht mehr haben werden. Wir fangen mal unten an. Das Gebäude steht nicht auf einer Baseplate. Alle anderen Modular Buildings, die ich bislang gebaut habe, kommen einfach mit einer Baseplate. Primär natürlich die von Lego, aber auch die Sachen von Morg, Mold King und was weiß ich noch, wie die Typen alle heißen. Du hast also automatisch, weil man hier mit normalen Plates als Grundlage arbeitet, einen Höhenunterschied zu allen anderen Modular Buildings. Man kann das so machen, da sollte man dann aber vielleicht der größte Player im Markt sein. Wenn man in so ein Segment reingeht, das einfach schon von vielen Herstellern bedient wird, dann sollte man vielleicht mal gucken, wie die bestimmte Sachen angehen, damit Leute, die sich das Gebäude kaufen, nicht irgendwie verärgert sind, weil es da jetzt plötzlich einen Höhenunterschied zu einem Morg-Gebäude oder zu einem Lego-Gebäude gibt. Bei mir ist das jetzt nicht so wild. Ich habe meins auf Millsplate gestellt. Und damit ist die Höhe genau gleich hoch wie alle anderen Gebäude, die auf einem Mills stehen. Aber wer das nicht macht, der hat hier halt einfach einen Höhenunterschied, auch wenn der eigentlich minimal ist. Ich würde ihn als störend empfinden. Die transparenten Fensterteile sind zwar kratzerfrei, aber sie sehen einfach nicht stimmig aus. Man hat zum einen hier Paneele, die dann wirklich komplett transparent sind, auch in dem großen Fenster im Erdgeschoss und auch in den Fenstern oben auf dem Dach sieht man das. Man hat komplett transparente Fensterteile, dann hat man plötzlich welche, die haben irgendwie 2 Supports innen drin laufen und welche, die haben 1 Support innen drin laufen, sind dadurch auch nicht mehr komplett transparent und es sieht einfach komisch gemischt aus. Also da kann man doch sicherlich bei den Steinen noch was machen. Auch das nächste Thema ist eins, wo ich sage, da ist man ein bisschen sehr in seiner eigenen Bubble gefangen. Man stellt halt, das ist auch auf der Rückseite abgebildet, das Bookcafé, das jetzt demnächst erscheint oder wenn dieses Video veröffentlicht wird, schon erschienen ist, daneben und hat damit kein Problem, dass zum Beispiel das Dach vom Gebäude übersteht, über die Baseplate hinaus oder über die Plate hinaus. Und damit einem anderen hohen Gebäude, also man stellt sich vor, man möchte das Rathaus von Lego daneben platzieren, im Weg ist. Das geht also einfach nicht. Und es sind noch mehr so Stellen, wo man sagt, warum hat man das nicht anders gelöst? Vor allem, wenn man dann das komplette Gebäude vor sich sieht. Diese Verteilerplatine, an die man auch USB-C anschließen kann, die ist wirklich toll, aber warum geht die nicht nach hinten raus, sondern zur Seite? Klar sagt man jetzt, ja, hinten machen wir den Battery Pack dran, aber wer das mit USB-C nutzen will, der wird auch diesen Battery Pack einfach nicht nutzen. Von daher hätte man die einfach nach hinten rausführen können, wo man ja noch so einen kleinen überstehenden Gehweg hat, weil das Gebäude tatsächlich nicht bis zum Rand der Platte geht und wo man dann problemlos das USB-C-Kabel hätte einstecken können und trotzdem kein Problem mit einem benachbarten Gebäude bekommen hätte. Auch sind an der einen Gebäudeseite, die wirklich bis zum Rand geht, so ein paar Snot-Steine, also mit Studs Not on Top, die dann natürlich auch minimal überstehen. Und wenn man da direkt dran ein anderes Gebäude setzen will, das auch bis zur Baseplate-Kante geht, kriegt man da halt Probleme. Das nächste Thema ist auch wieder dem Battery Pack geschuldet. Das Gebäude geht an der einen Kante einfach nicht bis an den Rand der Baseplate, weil da halt gedanklich noch der Battery Pack hin muss, den ich jetzt nicht verbaut habe. Ich schließe meine Gebäude generell über USB an. Ich hasse Batterien, die gehen leer, die musst du laufend wechseln. Wenn sie nicht mehr ganz voll sind, leuchtet der Kram nicht mehr in der Helligkeit, wie er eigentlich leuchten sollte. Das ist alles nix. Also USB ran und alles gut. Aber natürlich, ich verstehe es, manche wollen das Gebäude zum Beispiel an der Stelle platzieren, wo sie keine Möglichkeit haben, irgendwie USB anzuschließen und dann ist Batterie natürlich irgendwie das Mittel der Wahl. Aber der Battery Pack ist halt an der Stelle suboptimal platziert, sagen wir es mal so. Und ich weiß, dass sie es besser können. Sie zeigen es nämlich bei anderen Modellen, wie hier beispielsweise beim Schreinerwagen von Allen. Da ist der Battery Pack nämlich unter das Auto geklipst. Und zwar so, dass das Auto immer noch bespielbar ist und rollen kann. Also das ist wirklich grandios gemacht. Und hier ist es eher so, ja, er muss halt irgendwo hin. Also den kann man sicherlich besser ins Gebäude integrieren und dann kann man auch das Gebäude bis an den Rand der
Platte ziehen und man hat dann nicht überall so kleine Minigänge als Gehweg, so Dreckecken. Apropos Gehweg, die Fliesen, die man dafür verwendet, sind ungewöhnlich groß. Das sind größtenteils 2x6er Fliesen, die sie hier verbaut haben. Das ist schon eher ungewöhnlich. Auch da hätte man mal ein bisschen über den Tellerrand schauen können, gucken, was die anderen machen und dann irgendwie den Gehweg schön mit 2x2 Fliesen aufbauen können. Auf dem Dach sind 2 Löwenköpfe. Ich habe keine Ahnung wieso, die vermitteln irgendwie den Eindruck, dass da irgendwie noch was hin musste. Und dann hat man halt diese Löwenköpfe genommen und die wirken da irgendwie völlig deplatziert und irgendwie so nachträglich dran gespackst, damit da irgendwie nicht so viel Luft ist. Luft ist aber ein gutes Thema, denn es fehlen eigentlich ab dem ersten Obergeschoss sämtliche Fenster. Also die Fenster selbst sind da, aber sie sind nicht verglast. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Also zum einen sieht es natürlich nicht gut aus, wenn da keine Glasscheibe drin ist. Und zum anderen staubt ja das Gebäude auch innen zu. Es ist ja nicht so, dass Klemmbausteine irgendwie so total einfach zu reinigen wären. An der einen Seitenwand des Gebäudes spart man sich ein bisschen Steine, indem man das über große Paneele löst. Dadurch wirkt die Rückseite aber irgendwie sehr löchrig. Ich weiß, Lego macht das auch, man erinnere sich nur ans Ghostbusters Headquarter, aber es sieht halt trotzdem nicht gut aus. Im Erdgeschoss haben sie das Panel noch so gedreht, dass es nach innen mit der offenen Seite zeigt und die Rückwand dann entsprechend schön geschlossen ist. Ab dem ersten Obergeschoss schauen die aber nach außen. Und das hätte man natürlich innen ganz simpel lösen können, wenn man die also quasi dreht und dann von innen zum Beispiel das eine große Gemälde genau vor so ein Panel gehangen hätte. Hat man leider nicht gemacht. Das wäre auch nicht ganz so groß das Drama, wenn man da direkt ein anderes Gebäude hinten dran klatschen könnte. Aber das ist halt genau die Seite, wo dieser Zwangsgehweg existiert, weil da Platz für ein Battery Pack gehalten werden musste. Es sind so ein paar Sachen dabei, wo man sich fragt, warum? Warum ist das so? Warum muss das so? Das sind primär 2 Steine, aber es sind auch so ein paar Sachen, wo man sagt, warum hast du denn da jetzt ein Panel benutzt und nicht irgendwie einen Kabelführungsstein? Die Steine, das sind 2 Snot-Steine, einmal der 1x2 Brick Modified mit den Studs Not on top und einmal der 1x1 2 Drittel Brick Modified mit den Studs Not on top. Also der 1x2 hat obendran dann so eine Abrundung und der 1x1 2 Drittel hat in der Mitte so eine Vertiefung. Das ist wahrscheinlich historisch bedingt, weil man da früher die Kabel besser durchführen konnte. Das ist aber natürlich obsolet mittlerweile, weil man wirklich gute, reine Kabelführungssteine hat, die man benutzt bei Funhole. Und wie gesagt, das sind GoBricks-Steine verbaut. GoBricks hat genau diesen Stein auch in der normalen, kantigen Ausführung. Ich habe erst die Tage ein Gebäude auch von Fantasy aufgebaut. Auch das habt ihr ja im Livestream gesehen. Und das hat genau diese Steine, aber eben ohne diese Abrundung oder ohne diese Vertiefung. Und die sollte auch Funhole meiner Meinung nach verwenden. Und dann gibt es so ein paar Stellen, wo die Außenfassade einfach komisch aussieht. Unten im Erdgeschoss ist plötzlich irgendwie ein 1x2x2 Panel verbaut und es entsteht eine offene Stelle im Gebäude. Und im Bereich der Kabelführungssteine werden Paneele verbaut, die dann auch noch nach außen hin offen zeigen, wo man da auch noch die Kabel durchlaufen sieht. Da fragt man sich gleich doppelt, warum? Also warum dreht man, wenn man schon unbedingt ein Panel da benutzen will, das nicht so, dass es nach außen hin geschlossen ist, weil innen wird man das eh nicht wirklich sehen, das Kabel, das da läuft, weil es an der Stelle ist, die knapp unter der Decke ist und der Einblick natürlich über die Fenster sowieso limitiert ist. Oder warum nimmt man nicht gleich einen von den Kabelführungssteinen, die man hat? Also es gibt den 1x4 und es gibt den 1x1, aber wir benutzen hier ja 2 1x2 Paneele, das heißt, da hätte locker nochmal ein weiterer 1x4 einfach reingepasst. Apropos Einblick ins Gebäude. Das Gebäude hat neben diesem Buntglasfenster vorne, das ich absolut genial finde, auch einen Kronleuchter, der ist wirklich spitze, der ist wirklich top gebaut, der sieht beleuchtet total super aus. Sieht den halt leider niemand. Ich verstehe es nicht, also wie man den so gut verstecken kann. Bilder, die ich euch zeige, sind tatsächlich mit einer Endoskopkamera gemacht, die ich durch das Fenster geführt habe, in dem eigentlich die Klimaanlage sitzt. Also ich habe die Klimaanlage rausgenommen, habe da mit einer Endoskopkamera reingefilmt, damit man von diesem Kronleuchter überhaupt irgendwas sieht.
Im Erdgeschoss hat Funhole noch die Möglichkeit vorgesehen, dass man die Rückwand aufklappen kann. Das wäre auch total simpel in den anderen beiden Stockwerken gewesen. Man hat sich da aber aus mir nicht bekannten Gründen dagegen entschieden. Und dass es ganz einfach ist, das zeigt Mini-M in dem Video, das verlinke ich euch auch gleich noch. Da ist dann oben auch einfach eine aufklappbare Tür in diesem Gebäude und man hat einen genialen Blick auf diesen großartigen Kronleuchter. Die Minifiguren, ich mag sie einfach nicht. Ich werde mit den Minifiguren von Funhole nicht warm. Klar, auch die sind von der Bedruckung her top, teilweise die Oberteile vorder- und rückseitig bedruckt. Die Hosen haben tatsächlich gar keine Prints. Die Gesichter natürlich auch bedruckt, aber für mich müssen Minifiguren halt klassischerweise ein gelbes Gesicht haben. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, man hat einen Orang-Utan genommen als Vorbild, als man diese Minifigur designt hat. Anders kann ich mir diese Arme nicht erklären. Und sie haben neben dieser etwas optisch komischen Arme auch noch ein paar ganz praktische Probleme. Zum einen sitzt die Figur halt einfach nicht, weil sie einen runden Arsch hat, wenn man das mal so sagen darf. Und zum Zweiten sieht das aus, wenn ich hier den Clerk nehme und ihn dieses Bild schieben lasse, wenn ich den da wirklich mit der Hand an diesen Wagen klipse, hat man irgendwie den Eindruck, dass er sich sowohl das Handgelenk als auch die Schulter ausgekugelt hätte. Also, die sind nichts für mich. Auch das Gesicht an und für sich mit diesem dicken Wulst unten dran sieht irgendwie sehr komisch aus. Ich kann verstehen, dass man hier, um bestimmte Copyrights nicht zu verletzen, irgendwie komische Kniffe machen muss. Aber das ist es jetzt definitiv noch nicht. Das Einzige, was man von diesen Figuren wirklich verwenden kann, sind tatsächlich die Haarteile, weil die sind mit Lego kompatibel. Auch komisch finde ich dieses riesige Regal im Innenraum. Das zerstört irgendwie, also von außen ist das Gebäude wirklich, wirklich schön anzuschauen, wirklich top, wirklich gut gemacht. Aber dieses große Regal im Innenraum, das erschlägt einen tatsächlich. Und ich weiß auch gar nicht, ob sowas wirklich gibt. Ich meine, wie willst du denn so ein Regal bestücken? Wie willst du an so einem Regal mal was rausnehmen, was reinstellen? Da brauchst du ja jedes Mal irgendwie eine Leiter mit 3 Meter Höhe. Und es verdeckt sehr unschön zum Beispiel im ersten Obergeschoss das Rosenbild. Das müsste meiner Meinung nach nicht sein. Das vermittelt so ein bisschen den Eindruck, dass man da halt irgendwie die Lücke füllen musste und sich so ein großes Regal da einfach angeboten hat. Meiner Meinung nach hätte man das schöner lösen können. Und dann passt die Story irgendwie nicht. Meine Figuren haben alle Namen bei Funhole. Hier, der Kollege heißt ja Alan mit seinem Carpentry Van. Auch die 4 haben alle direkt Namen bekommen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, das ist relativ egal. Aber die Story, die Funhole zusätzlich darum rumbaut, die passt irgendwie nicht. Man erklärt den Namen des Ladens, Susans Antiquitätenladen, damit, dass der von der verstorbenen Frau des Inhabers der Vorname ist. Und die Sachen, die da drin stehen, sind alles irgendwie wertgeschätzte Gegenstände, die sie während ihrer gemeinsamen Reisen gesammelt haben. Und daher ist jeder Besuch irgendwie eine Reise in die guten alten Zeiten. Und damit ist das Ding für mich ein Museum, kein Laden. Warum sollte der Ladeninhaber M. Shawn Michael irgendwas verkaufen wollen, wenn es ihn doch an seine Frau erinnert? Das passt hinten und vorne nicht. Und er könnte auch gar nichts verkaufen, es gibt im ganzen Laden nämlich keine Kasse. Mein Eindruck ist, das war von Anfang an als Museum geplant und dann kam halt Lego zum Jahreswechsel mit dem Naturkundemuseum ums Eck. Und man wollte dann nicht auch mit einem Museum, gerade als erstes Gebäude, das man in dieser Reihe vorstellt, auf den Markt kommen, weil man vielleicht die Befürchtung hatte, dass es sich zu wenig abhebt vom Lego-Museum, weil die Leute nur vom Museum sprechen und dann aber eigentlich das Lego-Museum meinen. Und dann hat man dann mehr schlecht als recht eine neue Story an das Ding rangedengelt. Ich weiß, das war jetzt sehr viel Kritik, aber es war halt auch sehr viel kleinteilige Kritik. Insgesamt ist das Ding ein absoluter Burner, absolute Kaufempfehlung für dieses Set. Nicht nur für die, die Modular Buildings lieben wie ich, sondern für alle, die ein top beleuchtetes Gebäude haben wollen, das auch als Einzelgebäude in der Vitrine, auf einem Regal oder so wirklich wirkt und wirklich was hermacht. Und für den Preis, für den es am Markt erhältlich ist, ist es ein absolutes Schnäppchen. Holt euch das Ding, es macht wirklich Spaß, es zu bauen und es macht auch noch viel mehr Spaß, es dann beleuchtet vor einem stehen zu sehen. Funhole hat da mit seinem Erstlingswerk im Modular-Bereich ganze Arbeit geleistet und ich bin mir sehr sicher, dass er die paar Kleinigkeiten, die ich hier ausgeführt habe,
in Zukunft auch noch abstellen werden. Und dann haben wir wirklich den Gamechanger im Bereich Modular Buildings vor uns.